merkst du auch zu spät. Ja, aber das ist ja harmlos. Letzte oder vorletzte oder noch früher rausholt, dass man noch Bescheid Erstmal wieder gibt. Ja, wechseln. ja, weil wir sind aus Kloge ausgelaufen, haben die Segel geheißt, haben im Moment tatsächlich noch ein bisschen Nordost. Eigentlich war angesagt, dass er schon auf Nordwest gedreht hat, was uns besser passen würde, aber so nehmen wir den Wind natürlich wie er ist und segeln deswegen so ein Stück abgefallen vom Kap Arkona hier diese Bucht hoch, und wenn er dann wahrscheinlich dreht, können wir immer mehr anrufen und am Kap Arkona dann eine Wende fahren und auf einem anderen Bug am Kap Arkona entlang, letzten Endes Richtung Hiddensee, und da wollen wir dann übers Fahrwasser nach Kloster und dort die nächsten paar Tage verbringen. Es ist ein schönes Segelwetter, vom Wind her moderat, also eigentlich eher, moderat ist falsch, es ist eher zu wenig Wind, wir haben so 10, 11 Knoten, aber es reicht, um vernünftig zu segeln. Das ist das Wichtigste. Welle ist noch ein bisschen, weil die letzten Tage starker Nordost war, deswegen ist auch der Wasserstand ordentlich hoch. Das passt ganz gut im Moment. Robbe, was hast du denn gerade mit deinem Lieblingsskipper zusammen gemacht? Wir haben gerade den Code Zero ein bisschen hochgezogen, weil macht ja Spaß, und wenn man es hat, dann muss man es ja auch nutzen. Und jetzt segeln wir so ein bisschen wieder Richtung Nordosten und versuchen dann um Kap Arkona, das hier Backbord von uns liegt, herumzukommen. Und du hattest vorher das Ruder die ganze Zeit, gell? Du machst jetzt eine Runde Heckkorbpause. Genau. So, und ich zeig mal den Code Zero. Der ist zwar auch 10 Jahre alt, dieses Boot, aber der ist wahrscheinlich nie, oder ich glaube persönlich gar nie benutzt worden, oder zumindest fast nie. Und es ist unser mit Abstand bestes Segel und bringt da jetzt bei fast keinem Wind ein bisschen Speed ins Boot, sodass es Spaß macht zu segeln. Also wir sind gerade kurz vor Kap Arkona. Wenn man genau schaut, dann sieht man auch noch, wie steil diese Klippen sind und dass die Reste in der alten Slamburg, die da mal drauf war, dass da man noch die Reste sieht, und der größte Teil von dieser ehemaligen Slawenfestung ist ins Meer abgestürzt. Wir hätten Kap Arkona, Leuchttürme und die ehemalige Slawenburg. Und David, macht Spaß? Ja, Was fährst du denn? am Wind. Am Wind?
Genau, Nordrügen. Hinten Gellenort bzw. Breste Kap Arkona. Du siehst das Problem. So muss es sein. Wenn man die Kinder fit macht, dann sitzt man nur noch im Heckkorb und lässt sich rumsegeln. Und im Moment ist mein Steuermann, der David, fährt ganz locker mal die Mühle hier am Wind durch die Gegend. Ja, und ich sitze im Heckkorb und entspanne mich. So muss es sein. Wir sind jetzt kurz vor der Ansteuertonne Hiddensee und dann biegen wir ab ins Fahrwasser Hiddensee und wollen dann weiter nach Kloster in den Hafen. Also hier ist eine Kardinaltonne West und man sieht, dass es hier auch komplett, so west so rum, dass es komplett flach wird hier im Fahrwasser. Wir fahren im Fahrwasser Hiddensee unter Segeln, das hat 20 Knoten Wind, Boot läuft schön. Ja, hier ist das klasse zu sehende Flach. Also jetzt sind wir im Fahrwasser und es ist verdammt dünn an manchen Stellen und jetzt kommt auch noch eine Fähre. Da müssen wir mal schauen. Wie gesagt, jetzt kam uns gerade noch an der engsten Stelle vom ganzen Fahrwasser, die ist nur so 25 Meter breit, das sieht man jetzt hier hinten auch, kam uns jetzt eine Fähre entgegen. Vor uns durch. Hier, da links kommt sie durch. Und die haben wir gerade noch durchgelassen. Jetzt geht es auf nach Hiddensee, also verdammt dünnes Fahrwasser. Jetzt richten wir gerade noch das Boot. Wenn wir dann gegen den Wind anfahren. Bereit? Ja. Fang an mit Tandem, oder? Ja, klar. Also wir haben uns Fahrräder ausgeliehen, wir haben jetzt 2 Tage Westwind und schönes Wetter und wollen die Insel Hiddensee erkunden. Das geht am besten natürlich mit dem Fahrrad, das ist ja eine autofreie Insel. Und auch natürlich mit Tandem, das wollten wir sowieso mal zusammen und mal gucken, wie uns beide funktioniert. Schwierig.
war es zu schnell, aber ansonsten war es lustig. Wir haben einen Tandem überholt, das war natürlich Ehrensache. Und Jungs? Ja. Wie läuft's? War ganz gut. Wir hätten nur gedacht, es ist ein bisschen schneller. Ja, bei zwei solchen Typen wie euch. Aber das erste Mal Tandem für euch, oder? Das Sofa. Ja. Für alle ist das erste Mal dran. Ja, richtig. Ist aber an sich ganz witzig. War? Genau. Magst du auch nochmal? Mit der Mama fahre ich nachher. Das ist das Therapiefahrrad für die Mama und mich. Tja, jetzt hast du Papa sein. Wo sind wir hier? Wir sind jetzt im Nationalpark Gelln und hier wie immer in einem Nationalpark oder Biosphärenreservat unberührte Natur. Sieht auch ziemlich gut hier aus, hier mit so einer Heide-Graslandschaft. Und dann fahren wir jetzt noch ein bisschen weiter bis zum Leuchtturm, der hier ist. Am südlichsten Punkt, den man begehen darf. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir dahin kommen, aber So, hinter mir ist der Leuchtturm Gelln und das ist der Ansteuerpunkt für das Fahrwasser Gelnstrom. Sozusagen das natürliche Fahrwasser ran an Hittensee rein in Richtung den ersten Ankerplatz, wo wir jetzt auch fahren. Ja genau, und das ist noch aktiv, wie wir in der Nacht mitbekommen haben. Was immer? Zählst du? Was? Zählst du? Ja, Okay. 3, 2, 1, go. So. Also wir sind mit den Rädern unterwegs. Jetzt südliches Rügen. Kleinerer Weg. Und natürlich im Tandem. Und wie es gehört, sitze ich hinten und mache gar nichts. Lass mich fahren. Mein Chauffeur liebt den ruppigen Fahrstil und fährt nochmal gerne so durch die Gegend. Oh. Kannst du so?
Es ist Abend und wir sind aufgebrochen von unserem Yachthafen Kloster Richtung Dornbusch. Da ist ja ein Leuchtturm oben drauf und natürlich vor allen Dingen, um dort aus Westen den Sonnenuntergang uns anzuschauen. Es ist jetzt 7:45. David fährt voraus, der hat jetzt gestern Abend schon per Jogging-Schuhen erlaufen und dann freuen wir uns auf einen schönen Sonnenuntergang. Wir laufen jetzt zum Dornbusch, zu dem Leuchtturm. Den haben wir ja schon auf der Nachtüberfahrt am Morgen vom Meer aus gesehen. Jetzt laufen wir dorthin. Cool, gell? Bis jetzt dahin, die sind wir gefahren. Genau, 70 Meter oder so, einen Berg hochgestrampelt, hast du gut gemacht. Jetzt laufen wir noch hin. Heute haben wir 30 Kilometer Radtour hinter uns, ganz im Süden. Und die Jungs sind schon oben. Und die Jungs waren ein bisschen schneller und haben sich den Sonnenuntergang reserviert und wir sind auf dem Weg dorthin. Jetzt halt von der Düne ganz streng verloren. Okay, dreh ich mal um. Ja.